Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Und wie ihr sehen könnt, haben wir es gerade Osterevent hier in der Taverne. Und bevor wir auf das neue Osterevent ein bisschen genauer drauf eingehen, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen und mich auch im gleichen Atemzug dafür bedanken, für das kranke Feedback auf das Video gestern. Vielen lieben Dank für die rege Teilnahme am Gewinnspiel. Und ja, ich wollte nochmal darauf hinweisen, ihr habt noch Zeit, hier dran teilzunehmen für insgesamt 3600 Pilze. Bis morgen am Samstag um 15 Uhr wird das Ganze dann ausgelost und der Gewinner bekannt gegeben. Ja, es sind momentan gerade roundabout 900 Teilnehmer und das ist schon echt heftig. Und ja, wie gesagt, den ganzen Tag habt ihr heute noch Zeit. Geht dazu einfach auf das Video von gestern, was das hier ist, erfüllt die Bedingungen und dann nehmt ihr da automatisch dran teil. Ich wünsche auf jeden Fall jeden von euch viel Erfolg, ne? Auch wenn die Chancen ja ziemlich gering sind, dass ja gerade du jetzt da draußen, der das Video jetzt hier schaut, gewinnt. Ne? Ist schon echt krass, die Teilnahme ist unglaublich. Ja, vielen lieben Dank dafür, auch für die ganzen netten Kommentare. Ihr seht, ich habe hier eigentlich ich habe mir alle Mühe gegeben, ja, hier alles, also zumindest mal jeder Kommentar, der ein Like erhalten hat, den habe ich gelesen, ne? Also ihr seht, ich habe auf jeden Fall sehr viel zu tun in meiner Freizeit. Naja, gut, das auf jeden Fall dazu, ja. Kommen wir zum Osterevent, ja, und man sieht hier schon, es ist eine Reihe an Event-Kombinationen am Start hier, ne? Aber was neu ist, ist die Eiersuche. Das ist ein neues Prinzip oder ich würde mal sagen, es ist ein neues Event in alter Manier, so kann man das ungefähr sagen, ja, denn wir haben hier vom Prinzip her das gleiche am Start, was wir auch zum, ja, wie hieß das? Hier dieses Sommersammelsurium, ich glaube, das hieß Sommersammelsurium, oder? Wo man hier auch ja, diverse Punkte sammeln konnte und dann hat man als Preis, glaube ich, einen legendären Edelstein erhalten oder sowas und auf der Reise dorthin dann auch so kleine Belohnungen bekommen. Ne? Ich finde es ziemlich nice. Die Sachen, die man erfüllen muss, sind natürlich auch teilweise pilzlastig, ja, aber man bekommt natürlich auch eine coole Belohnung dafür, das ist natürlich klar. Und ich hatte schon öfter mal den Vorschlag gebracht, auch im Stammtisch letztes Mal, dass ich ein großer Fan wäre von einem Battle Pass. Ja, den gibt es ja in sehr vielen verschiedenen Spielen. Warum soll es das hier in Shakes and Fidget nicht geben, wo man täglich irgendwelche Aufgaben nebenbei machen kann, dort für Belohnungen bekommt? Kann meinetwegen auch vielleicht einen schmalen Taler oder so kosten. Was weiß ich, 5 Euro im Monat oder so. Ne? Und dann kann man hier nebenbei dafür aber sehr coole Rewards einfach nur fürs normale Spielen, was man sowieso jeden Tag macht, noch zusätzlich bekommen. Und ja, das gibt es in vielen anderen Spielen auch. Ist eine coole Variante, bezahlt man sehr wenig Geld, können aber die Low-Budget-Spieler sehr viel rausholen, einfach nur durch aktive Spielen. Und so ähnlich ist das Ganze auch schon. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Wir haben hier 3 Tage Zeit für die Eiersuche. Schaut täglich vorbei für neue Aufgaben. 10 Bier trinken, 20 Mal am Rad drehen, 10 Gegner besiegen. Ja, im Legendary Dungeon. Ne? Also das ist momentan auch gerade aktiv. Und dann sehen wir hier die Punkte. Sammle 150 Punkte und erhalte 5 Früchte von allen Varianten. 225 nochmal hier 5. Und 300 nochmal hier 5. Und der Hauptpreis sind 350 Punkte und kriegt von allen Früchten 10. So, das ist hier allerdings nur so der Fall, weil ich auf meinem Server hier schon alle Pets habe. Das heißt, ich kann hier kein Pet finden. Auf W50 sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Ja, gucken wir mal hier rein. Und hier haben wir zum Beispiel paar Turtle, was gefunden werden kann mit 150 Punkten. Dann haben wir hier die Früchte. Und das Große ist hier Waldschreck, was gefunden werden kann. Was jetzt aber interessant ist, was ich nicht ganz weiß, ob das funktioniert, ist ja, Waldschreck kann man ja zu Ostern in der Region Meyerwün finden. Ja? Also ich kann dieses Pet vorher schon freischalten. Was passiert, wenn ich dieses Pet freischalte, wenn es doch aber eigentlich das Hauptziel-Pet hiervon ist? Wird dieses Pet, was ein Hauptziel ist, wird das random ausgelost? Wie wird das zugeteilt? Das weiß ich nicht ganz, aber dem möchte ich jetzt mal auf die Spur gehen, auf die Suche, denn wir gucken jetzt mal nämlich nach. Wir gehen mal, weil wir haben es ja jetzt gerade Ostern, in die Region Meyerwün, ja, das müssen wir jetzt erstmal finden und da begeben wir uns mal auf die Suche nach diesem Pet. Das finde ich ziemlich interessant, wonach das Ganze jetzt hier tatsächlich ausgelost wird irgendwie.
Ein bisschen konzentrieren muss ich mich. Die 10 Millionen Quest muss ich mitnehmen. Maelvim brauchen wir. Digga, die Aussprache ist schon wieder komplett lost. So, ja, wir sind auf W50 natürlich hier. Da gehe ich auf Erfahrung, das ist ganz klar. Ja. So, hier übrigens fehlen mir natürlich immer noch ein paar Legendaries. Ich habe mich auch noch nicht equipped. Ich mache zum Ende des Legendary Dungeons, vielleicht am Sonntag oder so, habe ich noch vor, ein paar Runs zu machen, so privat. Aber ja, mal schauen, vielleicht kriege ich da noch eine neue Waffe oder ein Schild oder so. Ja, da muss ich mal schauen. So, wir sind immer noch auf der Suche nach Maelvim. Wir sind auf der Suche nach diesem Ort, ja, wo wir Dings finden hier, Waldschreck. Gucken wir mal. Es müsste eigentlich vorkommen. So, wir haben ja Ostern und wir müssen nur noch diese Region finden und theoretisch dürften wir dann dort das Pet mit am Start haben. So, wir nehmen mal eine bisschen kleinere Quest an vielleicht. Bisher haben wir leider noch kein Glück gehabt. Generell muss ich aber sagen, finde ich dieses Event ziemlich nice. Für Leute, die vielleicht auch ein Pet verpasst haben sollten, ist das natürlich auch ziemlich interessant, weil so kann man sich natürlich hier ein bisschen was wiederholen, was man sonst nicht geschafft hat. Paturtle kann dir in der Nähe von der Totenkopfinsel begegnen, wenn ein Geburtstagsevent ist. Das ist halt auch cool. Ist halt sogar ein seltenes Pet und ja, das kann man hier ein bisschen vorziehen natürlich. Ne? Das ist sehr, sehr cool. So, aber jetzt schauen wir erstmal, ob ich überhaupt Waldschreck finden kann. Und was passiert denn, wenn ich das Pet hier schon habe? Wird das dann hier umgewandelt oder wie? Ne, das weiß ich nicht ganz. Fragen über Fragen, die ich euch leider auch nicht beantworten kann, weil das ja ein Event ist, was so neu ist und bisher jetzt noch nicht so viel drüber bekannt ist. Maelvim haben wir da. Warte mal. Wo konnte man das nochmal finden? Das waren die Ebenen, ne, oder? Jetzt muss ich nochmal schauen. Hier. Region Maelvim. Die Region Maelvim. Digga, der Name. So. Mal schauen, ob wir es hier finden. Da haben wir es. Jetzt bin ich gespannt. So, wir haben tatsächlich Waldschreck hier auch schon beim ersten Try gefunden. So, besonderes Ei. Schlüpft drauf. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben ein neues Pet am Start. Und wie sieht es jetzt bitte schön hier aus? Oh, guck mal. Das ist ja sehr nützlich, Alter. Das ist ja krass. Das ändert direkt dann den Wert auf das nächste Pet. Also wie gesagt, oder auf ein Pet, was einem noch fehlt. Ja, weil das Pet konnten wir jetzt sowieso finden. Ne? Da müssen wir jetzt nicht unseren Preis verschwenden. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt so meine Abenteuerlust oder was weiß ich, die Quest hier, die Punkte gesammelt und dann hätte ich das über diesen Hauptpreis hier gefunden. Dabei hätte ich eigentlich ein komplett anderes Pet über den Hauptpreis finden können. Und jetzt haben wir hier nämlich Zornox am Start, was erst am Freitag, den 13. gefunden werden kann, in den rottenden Landen. Und das ist natürlich sehr nützlich, ja, das ist cool, das ist schön zu sehen, finde ich nice. Muss ich mal so sagen an der Stelle, das gefällt mir sehr gut. Und ja, hier snacken wir uns auch noch ein paar Turtle dann nachher mit rein. Und hier sind auch Trinke 10 Bier. Das sind alles dieselben Aufgaben, oder wie kann ich das verstehen? Wir gucken mal auf den Battle Mage rein. Hier haben wir ja auch alle Pets am Start. Jo, hier habe ich sogar schon ein bisschen was erledigt. Dann machen wir mal hier gleich das 20 Mal am Rad drehen hier. So, zack. Da haben wir das auch erledigt. Ne? Wir müssen natürlich jeden Tag Punkte sammeln, sonst schafft man das nicht. Ne? Und die 10 Bier trinken, gut, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Das werde ich dann, werde ich offscreen machen, wenn ich meine Alu klicke. Aber natürlich müsst ihr jeden Tag aktiv sein, um dann halt eben auch den Hauptpreis zu bekommen. Wie gesagt, das Event ist relativ uninteressant für meinen Main und also es ist eigentlich für jeden uninteressant, der die Pets schon hat, weil so viele Früchte bekommt man jetzt auch nicht im Verhältnis. Also man nimmt es natürlich mit, das ist klar. Ne? Da sagt man natürlich nicht nein. Das sind hier jeweils 5 Stat-Punkte. Dann haben wir hier nochmal 5 Stat-Punkte, wenn man das nachher umwandelt. Ja, also ein bisschen Gold am Ende des Tages ist es, was man dadurch bekommt, für die Leute, die Pets schon haben. Ansonsten auf neueren Servern, wie zum Beispiel jetzt auf W50, ist es sehr, sehr nice, ist cool, ist eine schöne Sache, nützlich und es veranlasst einen dazu, dass man die Pets schon ein bisschen eher bekommt. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wann der nächste Freitag der 13. ist. Das kann ja auch ein bisschen dauern, bis diese Konstellation
ja, eintrifft. Und bis dahin hat man dann hier einfach schon alle Pets am Start. Ne? Das ist natürlich sehr nice. Ja, hier haben wir zu Pfingsten die Voraussetzung ist natürlich dabei, dass man die Pets auch freigeschaltet hat oder dass man halt die Bedingungen dafür vorher erlangt hat. Ansonsten ja, kann man die Pets natürlich so nicht bekommen. Ne? Und dann sind wir auf W50 nämlich schon fast durch. Dann haben wir hier Schatten fertig, Licht fertig, Erde fehlt uns noch, das kommt dann zu Pfingsten. Ja, das ist dann eins, was uns noch fehlt. Und ansonsten, ja, Feuer haben wir fertig. Und Wasser bekommen wir auch. Ein paar Turtle bekommen wir auf dem Weg auch bis dahin. Ey, und dann sind wir hier schon durch auf V50 mit den Pets hier. Also zumindest haben wir dann alle gefunden. Komplettiert das Ganze, ja. Das ist sehr nice, das freut mich. Pets, nicht unbedingt meine Spezialität, muss ich sagen. Ist eher so ein Ding, ja, mache ich, weil ich es machen muss. Aber war jetzt nicht so mein Favorite-Update, muss ich sagen. Als es rauskam, war es cool. Aber mit der Zeit, ja, macht man es nebenbei halt so. Ne? Auch mit den Früchten jetzt momentan. Man farmt eigentlich nur jeden Tag hier so seine Angriffe durch, in der Hoffnung, eine Frucht zu erhalten. Die stacken sich bis ins Unendliche und dann ja, verwertet man die nachher für einen schmalen Taler und hat dann ein paar Skillpunkte dadurch dann gewonnen. Huch, vollgelaufen. Ja, das ist immer ärgerlich. Ja, aber ansonsten, ja, ist es okay, man kann es mitnehmen. Ja, schreibt mir gerne mal ansonsten eure Meinung zu den Oster-Event in die Kommentare. Ansonsten haben wir ja hier noch sehr viele andere nützliche Events auch noch parallel dazu. Und ja, ganze Bandbreite hier voll gestackt, ne? Muss man schon bald die zweite Reihe hier anfangen. Das ist schon krass. Okay, Leute, das war's soweit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr gerne an dem Gewinnspiel teilnehmen. Wie gesagt, heute habt ihr noch den ganzen Tag Zeit dafür. Und ja, habt ihr übrigens die kleinen Eier hier gesehen, die überall hier versteckt sind. Ja? Wenn man alle hintereinander hier mal anklickt, dann habe ich gehört, erscheint ein Easter Egg. Und ein großer Hase, oh Gott, Alter, ein großer Hase kommt und klaut euch alle eure Pilze, ja. Ihr seht bei mir hier schon, meine hat er schon geklaut. Bei mir hat das Easter Egg geklappt. Okay, Leute, damit bin ich raus. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.